Der einzig wahre Vectron wird gebaut von Siemens. Aber welcher Hersteller baut eigentlich die beste Version in Hangul? Nach dem Intro vergleiche ich diese 3 Lokomotiven und wirst du erfahren, welche so lala ist und welche die absolute Oberklasse ist. Hallo und herzlich willkommen bei Richards MOBA. Das Modellbahnsaison ist in vollem Schwung und ich bin froh, dich wieder bei mir am Dachboden begrüßen zu dürfen bei ein neues Vergleichsvideo. Letztes Jahr habe ich einen Vergleich gemacht zwischen 2 Ludmillas, eine von Märklin und eine von Pico. Dabei habe ich der Optik, Sound und Fahrverhalten damals schon getestet. Heute werde ich diese 3 Vectrons von Pico, Rocco und Märklin vergleichen, wobei die Tests noch tiefer und breiter gehen als zuvor, sodass du besser entscheiden kannst, welcher Hersteller die beste Vectrons baut in H0. Hierzu habe ich das Video in 2 Kapitel unterteilt, wobei du einfach überspringen kannst zum Kapitel, die du interessant findest. Die Timecodes findest du in der Beschreibung. Also zuerst kommt eine kurze Geschichte über das Siemens Vectron im Echten. Nachdem werde ich dann diese 3 Vectrons vergleichen mit Hilfe von verschiedenen wissenschaftlichen und subjektiven Kriterien. Welche Vectron bekommt 5 Sterne und welche ist vertretbar? Viel Spaß beim Zuschauen und vergesse nicht, einen Daumen hoch zu setzen. Der Siemens Vectron ist eine Lokomotivenplattform von Siemens Mobility. Diese Plattform ist die Weiterentwicklung von die Eurosprinter und Eurorunner Lokomotiven und ist seit 2012 auf die Schienen unterwegs. Der Vectron hat mehrere Varianten und ist in verschiedener Konfigurationen insgesamt in 20 europäischen Ländern zugelassen. Die Lokomotiven werden alle in München gebaut und haben einen modulären Aufbau, wodurch es wesentlich einfacher ist, um mehrere Ländersysteme in eine Lok einzubauen. Somit können verschiedene Länderpakete zusammengestellt werden. Es gibt Versionen der Vectron, die bis zu 230 km pro Stunde zugelassen sind. Die Lokomotiven werden für sowohl Güterverkehr als Passagierverkehr eingesetzt. Dabei gibt es auch der Vectron Dual Mode, welche in Deutschland als Baureihe 248 bezeichnet wird. Diese Version kann sowohl dieselelektrisch fahren als auch rein elektrisch. Das heißt, dass diese Lokomotiven auch ohne Oberleitung in Rangiergebieten funktionieren können. Das Vectron-Plattform ist ziemlich populär. Dies zeigt sich, dass im Jahr 2017 die 500. Vectron bestellt wurde und im Mai 2020 selbst der 1000. Auf jeden Fall hat Siemens damit eine sehr erfolgreiche Plattform geschafft, die auch in der Modellbahn mittlerweile sehr beliebt geworden ist. Und dann sind wir jetzt bei Teil 2 dieses Videos, der Vergleich zwischen die 3 Lokomotiven. Aber wer sind die 3 Wettbewerber? Allererstens gibt es aus Göppingen der Märklin Vectron. Diese Lokomotive ist in fiktiver schwarzer Grundfarbgebung mit rotem Rahmen. Der Betriebsnummer ist 193 2020 und war exklusiv zu erhalten bei Märklin Stores in 2020. Aus Sonneberg kommt der Pico Vectron. Diese Lok in Verkehrsrot ist im Design Unlock the Dock der DB Cargo und hat Betriebsnummer 193 342. Diese Neuheit aus 2022 fährt im Echten auch im Jahr 2024 noch seine Runden, entweder von Rotterdam oder Antwerpen über Rangierbahnhof Kaifhoek im deutschen Hinterland. Dann von unseren österreichischen Freunden kommt der Rocco Vectron. Diese Werbelok gehört der Firma ELL, European Locomotive Leasing. Diese vermietet hat an die Firma LTE. Der Betriebsnummer ist 193 280. Diese markante und bunte Folierung ist im November 2022 aufgeklebt und bisher fährt diese Lok noch mindestens über die holländische, deutsche und schweizerische Gleise herum. Die 3 Lokomotiven werden über 6 verschiedene Themen kämpfen, die alle aus verschiedenen Teilen bestehen. Dabei wird jedes Minithema Punkte bekommen von 1 bis 5. Hiermit wird dann am Ende klar, welcher Vectron semi-objektiv der beste ist und somit der Sieger von Richards MOBAs Vectron des Jahres wird. Diese 6 Themen kommen vorbei. Optik der Loks, Dachdarstellung, Bedruckungsqualität und Farbschema sind Thema 1. Thema 2 geht über Licht- und Soundfunktionen als auch der Soundqualität. Thema 3 wird schon objektiv und handelt sich über die technischen Daten der Loks. Danach kommt eine Soundmessung, um den Geräuschpegel während der Fahrt zu testen als 4. Thema.
Thema 5 ist kurz und knackig. Es geht um den Preis. Als letztes handelt es sich um Zugkraft mit einem standardisierten Steigungstest. Pro Thema werden alle 3 Loks untersucht. Vergesst auf jeden Fall nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um keine neuen Videos zu verpassen. Also, los geht's! Zuerst schauen wir den Pico Vectron optisch an. Ich finde die Lackierung sehr gelungen. Nicht so heftig, aber trotzdem eine großartige Werbung für den Westports Express. Das Dach der Lok sieht sauber aus. Es gibt ausreichend Isolatoren und Kabel und dabei sind auch die Lüftergitter separat eingesteckt und haben eine saubere silberne Lackierung. Leider sind die Stromabnehmer nicht vorbildgerecht bei dieser Mehrsystem-Version der Lok. 3 Pantos sind gleich, nur die meist linke ist anders. Die Vorderseite ist von der Lackierung her recht einfach. Der Lok hat eine Art Hollandlatz, also den weißen Streifen. Auch die Beschriftung Siemens Vectron oberhalb der Puffer ist sehr sauber. Die verschiedenen Teile sind ab Werk fest verbaut. Die Bedruckungsqualität ist top. Sowohl die Beschriftung am Wagenkasten als auch die Zulassungen sind lupensauber. Aber hierzu hätte Pico doch die korrekten Stromabnehmer aufbauen müssen. In der Kategorie Optik waren 4 Mini-Themen, wobei der Pico Lok 14 aus 20 Punkte bekommen hat. Als zweites schauen wir, was die Güppinger Gebrüder gemacht haben. Vom Farbschema ist die Märklin Lok recht einfach zu nennen. Schwarz mit roter Beschriftung. Nicht schlecht, aber einfach. Das Dach der Märklin Vectron ist leider stark vereinfacht. Es gibt 2 gleiche Stromabnehmer, eingefärbte Lüftergitter, aber nur wenige Leitungen. Der Lok hat eine Artikelnummer, die mit 36 anfängt, das heißt bei Märklin Hobby-Serie. Die Vectron-Bedruckung oberhalb des rechten Puffers ist leider schlecht eingepresst. Auch sind die Handgriffe unter der Windscheibe nicht freistehend. Die Bedruckung der kleinen Buchstaben ist nicht sehr sauber und laut Märklin darf der Lok in 16 Länder fahren. Dies ist im echten Leben leider unmöglich. Insgesamt hat der Märklin Lok hier 11 aus 20 Punkte verdient. Dann der Rocco Vectron. Eine ganz aufwendige Bedruckung, die von vorne nach hinten über dem ganzen Wagenkasten gezogen ist. Echt so eine geile Lackierung, finde ich. Das Dach ist echt top bei der Lok. 4 verschiedene Pantographen, ausreichende Leitungen und unterschiedliche Isolatoren. Auch die Lüftergitter sind wieder anders lackiert als der Rest des Dachs. Die Lackierung ist auch an der Fahrerkabine durchgezogen. Alle Teile sind zwar separat anzustecken, wie üblich bei Rocco, aber das sieht dann nachher echt top aus. Wenn man aber weit einzoomt, kann man erkennen, dass der Tintenstrahle nicht filigran genug war. Die Bedruckung der kleinen Buchstaben ist gut erkennbar, aber nicht so klar wie bei Pico. Wegen die Ansteckteile hat man auch ein mehr detailliertes Drehgestell. Rocco hat hier 17 aus 20 Punkte verdient. Für die Funktionstests habe ich die 3 Loks nebeneinander gestellt. Ich zeige dir die Lichtfunktionen, ich schalte den Fahrsound ein und aus und bewerte den Soundqualität. Hier arbeite ich von links nach rechts, also Pico, Rocco, Märklin und zeige meine Bewertung nur mit Text.
Und dann kommen wir jetzt zu der Technik. Um gute Leistung liefern zu können, brauchen die Loks unter anderem genug Gewicht. Und da Märklin noch einer der wenigen Hersteller mit Metallbaukasten ist, müssen die Hersteller irgendwie Gewicht einbauen. Ich habe die 3 Loks gewogen und links oben siehst du den Vergleich. Die Pico und Märklin Loks haben beide 4 angetriebene Achsen und 2 Haftreifen. Diese sind diagonal angeordnet auf die inneren Achsen. Dies hilft auch für die Rückmeldung, da beide äußere Achsen sofort gemeldet werden über die Schienen. Der Rocco Vectron hat nur 3 angetriebene Achsen. Wieso Rocco das macht, ist mir immerhin noch nicht klar. Diese Lok hat zwar 4 Haftreifen, aber leider auch an der meist rechten Achse, wodurch eine Rückmeldung in diese Fahrrichtung nur bemerkt wird, sobald die zweite Achse in einem Bereich ist. Dabei habe ich auch die 3 Lokgehäuse entfernt, um zu sehen, ob ein Pufferspeicher eingebaut ist ab Werk. Märklin hat gar nichts. Pico hat einen Elco 25 Volt 1000 Mikrofarad von mir gespendet bekommen nach der Lieferung. Bei Rocco war eine 16 Volt 2200 Mikrofarad Elco ab Werk schon eingebaut. Die Punkte siehst du jetzt oberhalb die 3 Lokomotiven. Und somit ist das Thema Technik erledigt. Das 4. Thema geht über die Fahreigenschaften und den Geräuschpegel. Die Fahreigenschaften von alle 3 Loks sind unterschiedlich. Zuerst siehst du hier die Kriecheigenschaften gleichzeitig. Hierbei sind die CV-Werte so eingestellt, dass die Loks ruckelfrei auf Stufe 1 fahren. Der Märklin-Lok fährt am schnellsten, dann der Pico-Lok und der langsamste ist die von Rocco. Natürlich hilft auch der Pufferspeicher hier, wenn es kleine Kontaktunterbrechungen gibt. Alle 3 die Loks fahren befriedigend, wobei die von Pico ausreicht und die von Rocco am besten ist. Dann wird es jetzt Zeit für den Geräuschpegel. Hierzu wird ein Handy-App benutzt. Selbstverständlich gibt es bessere Methoden, aber hiermit habe ich alle 3 Loks auf gleiche Art und Weise getestet. Beim Geräuschpegel sind für mich 3 Sachen wichtig: Maximal Dezibel, durchschnittlichen Geräuschpegel und wie es in meine Ohren klingt. Die Loks sind alle mehrfach gefahren, aber du siehst hier nur eine Fahrt pro Lok. Lasst uns zuhören. Letztendlich ist der Märklin-Lok am leisesten in alle 3 die Kategorien. Danach kommt der Rocco Vectron und der lautesten Lok ist die aus Sonneberg. Das Problem mit der Pico-Lok ist ihr Schleifergeräusch. Dies ist echt unfassbar laut. Vielleicht kannst du oder jemand aus der Community helfen. Schreibe bitte hier unten in die Kommentare, wie ich dies an der Lok nachverbessern kann, weil dies muss echt besser. Bevor wir zum richtigen Test kommen, teile ich mit dir, wie diese 3 Lokomotiven sich preislich verhalten. Der Märklin-Lok war in 2020 ein Exklusivmodell nur für Märklin Stores und ich habe die damals ohne Rabatt gekauft, zum UVP-Preis von 270 €. Der Rocco-Lok habe ich im Februar dieses Jahr gekauft mit 18% Rabatt auf der UVP-Preis. Dann im November habe ich einen Superschnapper gemacht mit der Pico-Lok, 50% Rabatt. Damit hat der Pico-Lok am weitesten gewonnen in dieser Kategorie. Die beiden anderen Loks hatten für mich echt den Muss-Haben-Faktor gehabt. Und dann kommen wir jetzt zum letzten Teil des Vergleichs, der wichtigsten Test und auch die meist objektive. Um echt Äpfel mit Äpfeln zu vergleichen, habe ich zuerst einziges gemessen. Ein Containerwagen war letztendlich das Beste um zu benutzen, weil dieser flach und stabil ist. Ein Märklin-Containerwagen mit 3 20-Fuß-Container wiegt 115 Gramm. Der unbeladene Wagen wiegt 75 Gramm. Hierauf habe ich dann einen Streifen Gummikork gelegt, sodass das Gewicht während dem Test nicht wegrutschen kann. Hiermit wiegt es dann 84 Gramm.
Dann habe ich noch einen Karton mit Gewicht in Summe von 1181 Gramm hinzugefügt. In Modellbahnsprache heißt dies, dass das gezogene Gewicht 11 Containerwagen sind, womit ein Zug von 2,73 Meter gebildet wird. Dies ist eine prima Länge für meine Anlage und ich denke eine überdurchschnittliche Länge für die meisten Modellbahner, die zu Hause keine Tennishalle zur Verfügung haben. Da meine Anlage eine maximale Steigung von ca. 2% hat, bringt es nichts, um auf meine eigene Anlage zu testen. Ich bin mir bewusst, dass manche Modellbahner mit mehr als 3 oder sogar 4% Steigung arbeiten müssen und deswegen ist dieser Test auch so wichtig. Um verschiedene Neigungsprozenten testen zu können, benutze ich 9 und 18 mm Holzklötzchen und ein 90 cm Stück Sperrholz. Diese Maße sind ganz bewusst gewählt, weil diese 9 mm Höhe auf 90 cm Strecke meinen, dass jedes Klötzchen 1% Steigung bedeutet. Letztendlich kann der Lok dann bis die vorletzte Stufe eine Rampe hochfahren, wobei so steil wie möglich natürlich den Gewinn bringt. Bei Wendeln wird dies schon anders, weil es dann in eine Kurve ist. Dies kann ich aber nicht testen, also deine Resultate können abweichen. Der Märklin-Lok darf zuerst hin und her fahren. Ich denke, dies war erfolgreich. Mit nur 2 Haftreifen 7% Steigung schaffen? Boah, das ist eine gute Benchmark. Und dann ist jetzt der Pico-Lok dran. Auch der hat 4 Achsen angetrieben und 2 Haftreifen. Och, das ist echt schade. Bei 5% sind wir schon am Limit. Der Rocco Vectron hat nur 3 angetriebene Achsen, aber 4 Haftreifen. Dabei ist diese Lok auch am schwersten. Denkst du, dass Rocco hier mehr oder weniger schaffen wird? Na, wir schauen mal. Wow, 10% als Maximum. Das hatte ich vorher absolut nicht erwartet. Ich war echt völlig erstaunt, dass ich dies sah. Und dann sind wir jetzt beim Fazit. Die Frage ist, welche von diesen 3 Vectrons hat durchschnittlich am besten funktioniert? Bei der Optik hat der Rocco mich überzeugt mit seinem Farbschema und Detailgetreue in Sachen Dachdarstellung. In Sachen Funktionen hat Pico letztendlich die beste Nummern gebracht. Technisch hat Rocco diesmal auch gewonnen, wegen Gewicht und Pufferspeicher. In Sachen Geräuschpegel hat Märklin gewonnen mit seinen leise und gute Fahreigenschaften. Der Pico Vectron war preislich einfach unschlagbar, aber ich habe dabei echt ein Schnäppchen geschossen. Die UVP-Preise sind alle schlimm. Und als letztes hat Rocco mit nur 3 angetriebene Achsen die Steigungstest absolut top geschafft. Wobei auch der Märklin-Lok sehr weit kam, aber Pico hat hierbei echt verloren. Wenn ich dann alle Punkte addiere, sieht es so aus.
Und da es 12 Teilkriterien gab, heißt dies, wenn ich alles durch 12 teile, dass Märklin hiermit 3 Sterne bekommt, Pico 3,5 und Rocco 4 Sterne. Herzlichen Glückwunsch an Rocco. Hiermit habt ihr Richard Smobers Vectron des Jahres gewonnen. Ihr habt damit absolut Ehre verdient und ich bin sehr froh, dass alle 3 diese Lokomotiven bei mir auf der Anlage fahren. Und somit sind wir dann jetzt am Ende des Vergleichs gekommen. Was ist dir am wichtigsten, wenn du eine Lokomotive kaufst? Die Optik, der Preis, die Fahreigenschaften? Mithilfe dieses Videos hast du auf jeden Fall viele Denkanstöße bekommen, welche von diesen 3 Marken den besten Vectron in H0 baut. Persönlich hatte ich echt nicht erwartet, dass der Rocco Vectron so steigungsfähig war. Ich brauchte auf einmal noch mehr von diesen Holzklötzchen, um weiter testen zu können. Andererseits war ich echt enttäuscht von dieser unerwarteten Schleifergeräusch von dem Pico Vectron. Ich hoffe echt, dass du eine Lösung hierfür in die Kommentare schreiben wirst, sodass ich damit auch wieder verbessern kann. Auf jeden Fall sind wir somit am Ende des Videos gekommen. Ich möchte dich recht herzlich bedanken für deine Treue auf meinem Kanal und wenn du bis hier durchgehalten hast, habe ich hier unten noch eine Playlist für dich und hier noch ein interessantes Video um zu schauen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei Richard Smober. Mach's gut, ciao.